In einer kleinen Stadt, in der das Leben ruhig und vorhersehbar verlief, glich jeder Abend dem vorherigen. Die Dämmerung verbarg nicht nur die vertrauten Gassen, sondern auch seltsame Ereignisse, die mit einer rätselhaften Begegnung am Stadtrand begannen. An jenem Abend beschloss der 16-jährige Jakob, der täglichen Routine überdrüssig war, allein spazieren zu gehen. Sein Weg führte ihn über einen alten Pfad zu einem verlassenen Feld, wo sich zwischen dem Gestrüpp etwas Unglaubliches verbarg. Kaum war die Sonne hinter dem Horizont verschwunden, erschien am Himmel ein heller Lichtschein, der Jakob zum Stehen brachte. Er kniff die Augen zusammen und versuchte zu erkennen, was es war. Seinen Augen traute er kaum. Das Licht sprang von einem Ende des Feldes zum anderen, als würde es in der Luft tanzen. Bevor Jakob daran denken konnte, sich umzudrehen und wegzulaufen, erschien vor ihm etwas, das einem Menschen ähnelte, aber Züge besaß, die sich mit Worten nicht beschreiben ließen. Das Wesen schien keine aggressiven Absichten zu haben. Es näherte sich Jakob langsam mit einer Art überirdischer Anmut. In seinen Augen lag etwas Beruhigendes, das Jakobs Seele mit einer seltsamen Zuversicht erfüllte. Im Bruchteil einer Sekunde beugte sich das Wesen zu ihm hinunter und streckte ihm wortlos seine Hand entgegen. Die Berührung war sanft, aber faszinierend. In Jakobs Kopf flammten plötzlich 1000 Bilder und Geräusche auf, die seinen Geist mit unbekanntem Wissen erfüllten. Diese Begegnung endete so plötzlich, wie sie begonnen hatte. Das Wesen verschwand in der Nacht und ließ Jakob mit dem Gefühl zurück, dass sich die Realität für immer verändert hatte. Obwohl er nicht verstehen konnte, was geschehen war, sagte ihm seine Intuition, dass diese Begegnung kein Zufall war und dass sich dahinter etwas verbarg, das weit über das hinausging, was er sich vorstellen konnte. Als aus der Tiefe der Nacht ein kaum wahrnehmbares Echo zu ihm drang, wurde Jakob klar, dass dies erst der Anfang eines Abenteuers war, das sein Weltbild für immer verändern würde. Unmittelbar nach der geheimnisvollen Begegnung spürte Jakob, dass sich etwas Merkwürdiges in seinem Kopf regte. Am nächsten Morgen, als er aufwachte, bemerkte er, dass er Dinge sah und verstand, die ihm zuvor völlig unbegreiflich gewesen waren. Mathematische Formeln, die ihm einst wie ein unlösbares Rätsel erschienen, tauchten nun in seinem Bewusstsein auf wie einfache Gleichungen. Computercodes klangen in seinem Kopf wie Lieder, leicht und unaufhörlich. Eine seltsame Energie, wie eine unsichtbare Hand, lenkte sanft seine Gedanken und eröffnete ihm neue Horizonte. Jakob beschloss, seine Fähigkeiten zu testen und setzte sich an den Computer. Seine Finger flogen blitzschnell über die Tasten und erschufen Programme, die selbst erfahrene Profis nicht hätten entwickeln können. Bald erkannte er, dass er in der Lage war, in geschützte Systeme einzudringen, die schwierigsten Algorithmen zu lösen und Technologien der Zukunft zu erfinden. Doch zusammen mit dieser Gabe kamen auch andere, weniger angenehme Veränderungen. Er begann in seinem Kopf ein leises Brummen zu hören, das stärker wurde, wenn er sich in der Nähe von Computern oder anderen elektronischen Geräten aufhielt. Diese Veränderungen machten Jakob Angst. Er wusste nicht, wie er damit umgehen sollte oder wo die Grenzen seiner neuen Fähigkeiten lagen. Als er anfing, seinen Freunden davon zu erzählen, lachten sie nur und dachten, Jakob mache Witze oder lese einfach zu viel Science Fiction. Aber ihm war klar, dass das kein Spiel war. Eines Tages verursachte er versehentlich eine Störung im Schulsystem und dieses Ereignis brachte ihn dazu, über die Konsequenzen nachzudenken. Könnte seine Gabe sich gegen ihn selbst wenden? Der Jugendliche begann zu begreifen, dass mit dem erstaunlichen Wissen auch eine unbekannte Verantwortung einherging. Aus diesen Ereignissen begann Jakob allmählich zu verstehen, dass seine neuen Fähigkeiten sowohl eine unglaubliche Kraft als auch eine Bedrohung in sich trugen. In jeder neuen Aufgabe, die er löste, verbarg sich mehr als nur Code oder ein Algorithmus. Er spürte, dass dies nur der Anfang eines Weges war, der ihn zu Entdeckungen führen könnte, von denen er nicht einmal geträumt hatte. Doch wie dieser Weg verlaufen und was er über sich selbst erfahren würde, blieb ein Rätsel. Jakob tauchte in die virtuelle Welt ein wie ein Fisch ins Wasser. Seine Fähigkeiten entwickelten sich rasant und schon bald war er allen anderen einen Schritt voraus. In der Schule staunten die Mitschüler, wenn er Aufgaben mit Leichtigkeit löste, an denen selbst die Informatiklehrer scheiterten. Es war, als ob sein Gehirn auf anderen Frequenzen arbeitete. Er erkannte die Logik und Struktur von Programmen, die für andere ein Buch mit 7 Siegeln blieben. Doch das war erst der Anfang. Sein Talent blieb nicht unbemerkt. Einer der Dozenten, der ebenfalls in der Softwareentwicklung tätig war, schlug Jacob vor, sein Können in einem lokalen Start-up zu erproben. Jacob willigte ein und wurde nach wenigen Wochen zum Schlüsselentwickler im Team. Er entwickelte Algorithmen, die komplexe Prozesse erheblich vereinfachten, was bei den Kollegen für großes Aufsehen sorgte. Manchmal wirkten seine Lösungen so einfach und offensichtlich, dass viele kaum an die Genialität des jungen Programmierers glauben konnten. Jakobs Popularität wuchs nicht nur in seiner Stadt. In der Online-Community wurde sein Nickname weithin bekannt und Programmierer aus aller Welt versuchten, das Geheimnis seines Erfolgs zu ergründen. Doch weder Lehrgänge noch Bücher konnten die erstaunlichen Ergebnisse seiner Arbeit erklären. Jakob selbst wusste, dass all dies die Folge jener seltsamen Begegnung war, über die er lieber schwieg.
Mit jedem neuen Projekt spürte er, wie seine Fähigkeiten noch schärfer wurden. Doch gleichzeitig wuchs auch das Gefühl der Unruhe. Bald sah man in Jakob ein junges Genie und er wurde zu Konferenzen und Seminaren eingeladen, um seine Erfahrungen zu teilen. In der Welt der Programmierung wurde er zu einer echten Sensation, doch ihm war klar, dass mit jedem neuen Schritt größere Herausforderungen auf ihn warteten. Während sein Name immer bekannter wurde, begann Jakob sich zu fragen, was ihm diese geheimnisvolle Begegnung tatsächlich gebracht hatte und welche Rolle sie auf seinem weiteren Weg spielen würde. Jakobs neue Stellung in der Welt der Programmierung brachte ihm nicht nur Erfolg, sondern auch unerwartete Schwierigkeiten. Seine Kollegen begannen hinter seinem Rücken zu tuscheln und einige beneideten sogar offen seine Fähigkeiten. Eines Tages während der Präsentation eines weiteren Projekts bemerkte er, dass die Atmosphäre im Raum angespannt war, wie eine straff gespannte Saite. Einer der Entwickler, den er einst für einen Freund gehalten hatte, behauptete plötzlich, Jakob würde unlautere Methoden anwenden. Dieser Vorwurf traf ihn wie ein Blitz aus heiterem Himmel und brachte ihn dazu, darüber nachzudenken, dass sein Genie für andere zu einer Bedrohung geworden sein könnte. Als es Jakob schließlich gelang, sich zu rechtfertigen, wurde ihm klar, dass seine Gabe alles andere als ein harmloses Geschenk war. Die Menschen begannen ihm mit Misstrauen zu begegnen und selbst seine Erfolge konnten die wachsende Entfremdung nicht ausgleichen. Er begann sich zu fragen, ob sein Wissen nicht eine zu schwere Last für ein gewöhnliches Leben sein könnte. Einige seiner ehemaligen Freunde begannen ihn zu meiden, aus Angst um ihre Sicherheit und sogar ihre Karriere, da sie vermuteten, Jakob könnte seine Fähigkeiten gegen sie einsetzen. Die Unruhe verstärkte sich, als Jacob eines Abends bemerkte, dass sein Computer begann, Codes von selbst zu verändern. Es war, als ob sein eigener Verstand gegen ihn zu spielen begann. Er versuchte, die Situation zu beheben, aber je mehr er sich bemühte, desto mehr wurde ihm klar, dass etwas schiefgelaufen war. Jakob begann zu zweifeln, ob seine Fähigkeiten noch unter seiner Kontrolle waren. Jetzt verstand er, dass seine Gabe nicht nur eine Quelle der Stärke, sondern auch der Grund für eine gefährliche Instabilität war. Doch am schlimmsten war, dass er nicht wusste, wie er das Geschehene erklären sollte. Während er über diese Veränderungen nachdachte, wurde Jakob klar, dass sein Leben nie wieder so sein würde wie zuvor. Er begann sich zu fragen, was sich hinter der offensichtlichen Genialität verbarg und ob hinter all dem vielleicht etwas Größeres steckte, als er sich vorstellen konnte. Nun stand seine Zukunft an einem Scheideweg und er war sich nicht sicher, ob er den bevorstehenden Prüfungen gewachsen sein würde. Jakob war immer ein Skeptiker gewesen, aber nach jener Begegnung erschienen ihm viele Dinge nicht mehr unmöglich. Sein neues Wissen im Bereich Programmierung war so fortgeschritten, dass es wie aus der Science Fiction zu stammen schien. Dennoch war ihm bewusst, dass es real war und hier und jetzt angewendet werden konnte. Seine Fähigkeit, sich mit nie dagewesener Geschwindigkeit und Präzision durch den Code zu bewegen, verblüffte sogar ihn selbst. Er konnte Fehler und Möglichkeiten in Systemen erkennen, die anderen Fachleuten verborgen blieben. Theorien darüber, dass er Zugang zu etwas jenseits des irdischen Verständnisses erhalten hatte, erschienen ihm nicht mehr so unglaublich. Jakob erkannte, dass seine Fähigkeit, Informationspunkte zu verbinden und Probleme zu lösen, die als unlösbar galten, nicht einfach nur ein Geschenk war. Es war eine neue Realität. Die Informationen, die er aufnahm, blieben bei ihm, als würden sie Teil seiner DNA werden. Noch erstaunlicher war, dass Jakob begann, Technologien zu entwickeln, die alle bestehenden Entwicklungen übertrafen. Seine Softwarelösungen ermöglichten es, die Leistungsfähigkeit von Computern zu steigern, Zugang zu neuen Ebenen der Datenverarbeitung zu eröffnen und sogar das zukünftige Verhalten von Programmen vorherzusagen. Das löste eine Welle des Interesses seitens der Technologiegiganten aus. Doch seine realistischen Ansätze und Ergebnisse ließen keinen Raum für Skepsis. Die Welt der Programmierung begann sich unter seinem Einfluss zu verändern. Menschen, die seine Ideen zuvor für verrückt gehalten hatten, bemühten sich nun, sein Wissen zu erlangen und die Quelle seiner Inspiration zu verstehen. Doch Jakob war sich bewusst, dass diese Fähigkeiten auch eine gefährliche Waffe sein konnten. Er erkannte, dass neues Wissen unglaubliche Vorsicht erforderte, um sich selbst und andere nicht zu gefährden. Während einige in ihm den zukünftigen Anführer der Technologiewelt sahen, wusste Jakob, dass er vorsichtig sein musste und den unerwarteten Segen nicht vergessen durfte, der sein Leben für immer verändert hatte. Doch selbst trotz all dessen konnte er nicht vorhersehen, welche weiteren Überraschungen jenes Treffen am Stadtrand noch mit sich bringen würde. Als Jakob in die virtuelle Welt eintauchte, fand er mehr als nur die Möglichkeit, etwas Neues zu erschaffen. Es erwies sich als Zufluchtsort, in dem er experimentieren und die Grenzen seiner erstaunlichen Fähigkeiten erforschen konnte, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass jemand sie als seltsam oder gefährlich bezeichnen würde. Im Virtual Reality Modus erschuf er eine ganze Welt, in der seine Ideen lebendig werden konnten und Experimente ohne Einschränkungen Wirklichkeit wurden. Doch schon bald entdeckte Jakob, dass seine virtuelle Welt nicht nur Zuflucht bot, sondern auch ernsthafte Gefahren in sich barg. Eines Tages, als er ein neues Projekt startete, bemerkte er, dass sich einige Codefragmente von selbst zu verändern begannen.
Diese Veränderungen schienen zunächst zufällig zu sein, doch mit der Zeit fügten sie sich zu etwas Komplexerem und sogar Beängstigendem zusammen. Es schien, als hätte seine Schöpfung begonnen, ein Eigenleben zu führen, was Jakob beunruhigte. Die Situation verschärfte sich, als er versuchte, den Server abzuschalten, um herauszufinden, was vor sich ging. Die virtuelle Welt begann sich zu wehren, indem sie seine Versuche immer wieder an den Ausgangspunkt zurückführte, als würde sie sich selbst verteidigen. Jakob erkannte, dass seine Fähigkeiten außer Kontrolle geraten waren. Was als sicherer Ort für Experimente begonnen hatte, wurde nun zu einer potenziellen Bedrohung, nicht nur für ihn, sondern auch für die reale Welt. Allmählich begann Jakob, in dieser Welt ein Spiegelbild seiner eigenen Ängste und Unsicherheiten zu erkennen. Er musste eine Entscheidung treffen. Entweder lernte er, seine Fähigkeiten zu kontrollieren und den unvorhergesehenen Folgen entgegenzuwirken, oder er musste sich der Zerstörung stellen, die er selbst verursacht hatte. Dieser Moment wurde für ihn zum Wendepunkt und ließ ihn erkennen, dass jede Macht ihren Preis hat und Verantwortung verlangt. Doch es blieb die Frage, wird er den Herausforderungen gewachsen sein, die er sich selbst geschaffen hat, oder wird seine Gabe zu einer Falle, aus der es kein Entkommen gibt? Die unerwartete Wendung der Ereignisse nahm eine beängstigende Gestalt an, als Jakob spürte, dass seine Fähigkeiten außer Kontrolle zu geraten begannen. Eines Tages, während er an einem komplexen Programm arbeitete, bemerkte er, dass sich seine Finger schneller über die Tastatur bewegten, als er es bewusst wahrnehmen konnte. Der Code floss ihm förmlich aus den Händen, und obwohl das wie eine unglaubliche Leistung erscheinen mochte, verspürte Jakob ein seltsames Unbehagen. Ihm wurde klar, dass das Programm sich scheinbar von selbst schrieb, anstatt von ihm. Diese Momente der spontanen Codeentstehung wiederholten sich, und bald begann Jakob, das Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten zu verlieren. Er versuchte damit aufzuhören, doch der Code entstand weiterhin ohne sein Zutun, und so entstanden Programme, die selbst er nicht vollständig verstehen konnte. Es war nicht einfach nur eine Gabe des Programmierens, sondern etwas Merkwürdigeres und sogar Beunruhigendes. Er begann zu befürchten, dass seine Fähigkeiten außer Kontrolle geraten und eine Gefahr für andere darstellen könnten. Die Situation erreichte einen kritischen Punkt, als eines Tages seine Programme unerwartet Störungen im städtischen System verursachten. Für mehrere Stunden fiel der Strom aus und niemand konnte die Ursache des Vorfalls verstehen. Jakob wurde klar, dass dies sein Werk war, und dieser Gedanke erschreckte ihn. Wenn seine Fähigkeiten solch schwerwiegende Probleme verursachen konnten, was würde dann als nächstes geschehen? Er begann darüber nachzudenken, wie er weitere Zwischenfälle verhindern könnte, doch das Verständnis seiner Gaben war schwieriger als je zuvor. In diesem Moment fasste Jakob einen Entschluss. Er musste lernen, seine Fähigkeiten zu kontrollieren, sonst könnten sie alles zerstören, was er liebte und schätzte. Ihm wurde klar, dass er einen Weg finden musste, mit dieser Gabe umzugehen, bevor sie sich gegen ihn wandte. Er wusste, dass ein schwieriger Weg vor ihm lag und war bereit, jede Prüfung auf sich zu nehmen, um die Kontrolle über sein Leben zurückzugewinnen. Die Zukunft schien ungewiss, aber Jakob wusste, dass er alles tun musste, um zu verhindern, dass seine Fähigkeiten zu einer zerstörerischen Kraft werden. Obwohl Jakob nur wenigen von seiner Begegnung mit dem geheimnisvollen Wesen erzählt hatte, wurde bald klar, dass er keineswegs allein war. Kurz nach seinem rasanten Aufstieg in die Welt des Programmierens begann er, seltsame Dinge zu bemerken. Auf den Straßen seiner Stadt, zwischen vertrauten Gesichtern und gewohnten Orten tauchten manchmal fremde Gestalten auf. Menschen, die er nicht kannte, befanden sich oft ganz unerwartet in seiner Nähe. Sie bemühten sich, keine Aufmerksamkeit zu erregen, doch Jakob spürte ihre durchdringenden Blicke. Diese Fremden schienen übermäßig an seinen Aktivitäten interessiert zu sein, und das konnte kein Zufall sein. Jakob begann zu bemerken, dass einige seiner virtuellen Projekte unbefugten Zugriffen ausgesetzt waren. Jemand zeigte offensichtlich Interesse an ihnen und versuchte, seine Arbeit zu verstehen. Er begriff, dass er überwacht wurde. Aber wer konnten diese Leute sein? Regierungsagenten, Technologieunternehmen, die das Geheimnis seines Erfolgs lüften wollten, oder vielleicht sogar die außerirdische Macht selbst. Eines Abends, als er nach Hause ging, hatte er das Gefühl, dass ihm ein Auto folgte. Obwohl es ihm nicht direkt folgte, spürte Jakob, dass der Fahrer ihn beobachtete. In der folgenden Woche kam er nach Hause und stellte fest, dass jemand in seinem Zimmer gewesen war. Es war nichts gestohlen worden, aber einige Dinge lagen nicht mehr an ihrem Platz. Diese Ereignisse erfüllten ihn mit Unruhe. Jakob begann, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um sich und seine Daten zu schützen, doch ihm war klar, dass es nicht leicht sein würde, sich unsichtbaren Beobachtern zu widersetzen. Jeder neue Schritt nach vorn löste in ihm zugleich den Wunsch aus, weiterzugehen und die Angst vor möglichen Konsequenzen. Er fragte sich, ob er in diesem Spiel Verbündete hatte oder ob er ganz allein war. Jakob spürte, dass jemand seine unglaublichen Fähigkeiten genau beobachtete, doch es blieb unklar, was daraus werden könnte. Eine innere Stimme sagte ihm, dass die eigentliche Herausforderung noch bevorstand. Und genau in diesem Moment bereitete das Schicksal ihm neue Prüfungen vor. Mit jedem Tag wurde Jakob klarer, dass seine Begegnung mit dem Außerirdischen kein bloßer Zufall war, sondern etwas Bedeutenderes, das einen unauslöschlichen Eindruck in seinem Schicksal hinterlassen hatte.
Oft erinnerte er sich an das grelle Licht und das seltsame Wesen, das ihm Fähigkeiten verliehen hatte, die sein Leben für immer veränderten. Der Anstoß zu seinen unglaublichen Erfolgen im Programmieren konnte offensichtlich kein Zufall gewesen sein. Es war eine Gabe, hinter der ein bestimmter Zweck stand. Er begann zu bemerken, dass in seinem Leben Ereignisse geschahen, die ihn scheinbar auf einen bestimmten Weg lenkten. Wenn er sich neuen Projekten widmete, hatte er das Gefühl, dass etwas oder jemand ihn leitete, als würde er zu bestimmten Handlungen gedrängt werden. Diese Momente traten auf, wenn er eine wichtige Entscheidung treffen oder eine Richtung wählen musste, in der er seine Fähigkeiten weiterentwickeln sollte. Vielleicht waren das die Folgen jener rätselhaften Begegnung. Außerdem begann Jakob in seiner Arbeit Hinweise zu finden, von denen er glaubte, dass sie mit einer bestimmten Absicht hinterlassen wurden. In den Codes und Algorithmen, die er entwickelte, tauchten plötzlich unerwartete Symbole und Phrasen auf, die nur er entschlüsseln konnte. Es war wie eine geheime Sprache, die ihn mit dem außerirdischen Wesen verband. Die Erkenntnis, dass diese Zeichen von großer Bedeutung sein könnten, inspirierte ihn und machte ihm zugleich Angst. Es war offensichtlich, dass der Außerirdische ihm mehr hinterlassen hatte als nur Fähigkeiten. Vielleicht war es eine Botschaft oder eine Anleitung, aber auf jeden Fall eine Spur der Anwesenheit, die ihn leitete und beschützte. Mit jedem neuen Schritt in seiner Karriere blickte Jakob nach vorn und versuchte zu verstehen, wohin ihn diese Zeichen führten und welche Rolle er selbst dabei spielte. Seine Zukunft, voller Ungewissheit und Möglichkeiten, wurde zu jener Prüfung, auf die er vorbereitet sein musste. Wie ein Wirbelsturm unerwarteter Ereignisse veränderte sich Jakobs Leben bald so sehr, dass er nicht mehr vorhersagen konnte, was ihn hinter der nächsten Biegung erwartete. Die Gene außerirdischer Technologie und das kosmische Wissen, die sich wie in seine DNA verwoben hatten, öffneten ihm nun Türen, wo zuvor nur Wände gewesen waren. Unternehmen, von denen er nicht einmal zu träumen gewagt hatte, wetteiferten nun um seine Aufmerksamkeit und boten ihm Kooperationen und die Teilnahme an bahnbrechenden Projekten an. Er wurde zu einer beinahe legendären Figur in der Welt des Programmierens und sein Name wurde selbst zum Symbol für Innovation und Genialität. Doch diese Popularität brachte nicht nur Chancen, sondern auch Herausforderungen mit sich. Jakob erkannte, dass er für weiteres Wachstum nicht nur seine Fähigkeiten, sondern auch seine Fähigkeit, sich an die neue Welt der großen Technologien anzupassen, entwickeln musste. Er gab Interviews, entwickelte neue Produkte und beteiligte sich an geheimen Projekten, die die Technologie der Zukunft verändern konnten. All das verlangte ihm unglaubliche Hingabe und Konzentration ab, und er wusste nicht, ob er die Kraft haben würde, diesen Weg weiterzugehen. Während sein Leben immer intensiver wurde, erhielt Jakob ein unerwartetes Signal, eine Einladung zu einer geschlossenen Konferenz, auf der Fragen im Zusammenhang mit außerirdischem Leben und Technologien diskutiert wurden. Er spürte, dass dies die Chance war zu verstehen, was in jener Nacht am Stadtrand wirklich geschehen war und wie das mit seiner jetzigen Situation zusammenhing. Er wusste, dass dies der Schlüssel zur Lösung all der Geheimnisse sein könnte, die seine Fähigkeiten umgaben. Auf dieser Konferenz, die unter strengster Geheimhaltung stattfand, erfuhr Jakob, dass er bei weitem nicht der Einzige war, der mit unerklärlichen Ereignissen konfrontiert wurde. Hier waren Menschen, die ähnliche Begegnungen erlebt und Gaben erhalten hatten, die sich von seinen unterschieden. Sie teilten ihre Geschichten und obwohl jeder von ihnen einzigartig war, verband sie eines, das Streben, ihre Gaben zu verstehen und zum Wohl aller einzusetzen. Jakob erkannte, dass er Teil eines globalen Zusammenhangs geworden war und sein Weg gerade erst begann. Trotz aller Prüfungen wusste er, dass eine Zukunft voller unglaublicher Möglichkeiten bereits um die Ecke auf ihn wartete.